Ein Auto für die Zukunft. Du, ich war heute wieder im Autohaus. Schon wieder? Du hast doch gesagt, dass du nur schauen willst. Ja, aber jetzt habe ich ein Auto gefunden, das mir wirklich gefällt. Was für eins? Einen großen Kombi, fast neu und sehr geräumig. Einen großen? Wofür brauchst du so ein Auto? Für die Zukunft. Das ist keine klare Antwort. Naja, irgendwann brauche ich das Auto bestimmt. Irgendwann? Nächsten Monat oder in 10 Jahren? Keine Ahnung. Aber ich möchte vorbereitet sein. Und wofür brauchst du jetzt ein großes Auto? Ich kann damit aufs Land fahren, Fahrräder transportieren oder Möbel kaufen. Hast du im letzten Jahr überhaupt Möbel transportiert? Nein, Hast du ein Fahrrad transportiert? auch nicht. Hast du Freunden beim Umzug geholfen? Bis jetzt hat mich niemand gefragt. Du brauchst das Auto im Moment gar nicht. Warum willst du so ein großes Auto kaufen? Wenn du das so sagst, klingt es wirklich komisch. Genau. Aber ein kleines Auto ist doch schnell zu klein. Für wen denn? Naja, für eine Familie, Welche Familie? meine zukünftige. David, du hast im Moment nicht einmal einen Hund. Das ist doch kein Argument. Was ist dann ein Argument? Man sollte an die Zukunft denken. Da hast du recht. Aber man sollte nicht nur für die Zukunft leben. Ich möchte einfach nicht in 2 Jahren wieder ein anderes Auto kaufen. Bist du sicher, dass du in 2 Jahren überhaupt ein anderes Auto brauchst? Nein, das kann sein. Alles ist möglich. Vielleicht ziehst du in die Innenstadt und brauchst das Auto kaum noch. Das glaube ich nicht. Vielleicht arbeitest du dann von zu Hause aus. Das kann auch passieren. Oder du reist lieber mit dem Zug. Okay, jetzt reicht's. Ich will dir nur zeigen, dass niemand die Zukunft kennt. Trotzdem kann man sich vorbereiten. Ja, manchmal. Aber manchmal bezahlen wir für Träume, die nie Wirklichkeit werden. Das Auto ist gar nicht so teuer. Wie viel kostet es denn? 32.000 Euro. Und das nennst du nicht teuer? Für so ein Auto ist das ein guter Preis. Und die Versicherung? Die Versicherung ist teurer als bei einem kleinen Auto. Und einen Parkplatz zu finden? Das wird auch schwieriger. Und wie viel Benzin braucht das Auto? Es braucht mehr Benzin als ein kleines Auto. Und die Steuern? Die sind auch etwas höher. Das bedeutet, du gibst jeden Monat mehr Geld aus, nur weil du vielleicht später mehr Platz brauchst. Ehrlich gesagt, wenn ich das alles höre, klingt das nicht besonders gut. Siehst du? Trotzdem möchte ich kein ganz kleines Auto kaufen. Das musst du auch nicht. Es gibt auch Autos, die nicht so groß sind. Zum Beispiel, Ein Auto der Mittelklasse. meinst du, das reicht? Lass es uns doch anschauen. Heute noch? Warum nicht? Ich wollte den Kombi eigentlich schon kaufen. Du hast dich noch nicht entschieden. Da hast du recht. Lieber noch einen Tag überlegen, als sich später zu ärgern. Da hast du recht. Du sagst doch immer, nur keine Eile.
Stimmt. Heute hätte ich das fast vergessen. Das passiert jedem Mal. Danke. Ich denke noch einmal in Ruhe darüber nach. Du hast doch noch nichts unterschrieben, oder? Nein. Der Verkäufer wartet bis morgen auf meine Antwort. Gut. Dann schauen wir uns morgen noch ein paar andere Autos an. Abgemacht. Und versprich mir noch etwas. Was denn? Kauf das Auto für dein Leben jetzt und nicht nur für die Zukunft. Ich glaube, das war heute der beste Tipp. Ein gutes Angebot. Stell dir vor, heute ist etwas passiert. Was denn? Mein Kollege verkauft sein Auto. Und? Er hat es mir angeboten. Ist das dein Traumauto? Fast. Es ist kleiner, aber sehr gut. Und wie viel kostet es? Viel weniger als im Autohaus. Jetzt willst du es also kaufen? Ehrlich? Ja. Und unser Gespräch gestern? Deshalb rede ich zuerst mit dir. Das ist gut. So ein Angebot kommt nur einmal. Vielleicht, aber ein guter Preis ist nicht alles. Jetzt fängst du wieder an. Nein, heute rede ich es dir nicht aus. Wirklich? Ich habe nur ein paar Fragen. Okay. Wann bist du zuletzt Auto gefahren? Vor 2 Wochen. Wohin? Zum Geburtstag von meinem Bruder. Und davor? Ich glaube 3 Wochen früher. Also fast ein Monat? Wahrscheinlich. Gut. Denk an die letzten 3 Monate. Warum? Ich bin einfach neugierig. Na gut. Wie oft hast du das Auto wirklich gebraucht? Naja, Lass dir Zeit. die Fahrt zu meinem Bruder. Das ist einmal, Dann war ich im Baumarkt. zweimal. Und einmal war ich auf dem Land. War das alles? Ich glaube ja. Also 3 Fahrten in 3 Monaten. Ja, stimmt. Und immer mit deinem Auto? Nein. Wie denn dann? Einmal habe ich ein Auto gemietet. Und die anderen Male? Ein Freund hat mir sein Auto geliehen. Hilft er dir oft? Ehrlich gesagt, immer ohne Probleme. Dann habe ich noch eine Frage. Welche? Warum willst du das Auto genau jetzt kaufen? Weil mir die Idee gefällt. Es gehört mir. Dir gefällt also die Idee Wahrscheinlich. und nicht du brauchst es? Ja, so ist es wohl. Das ist ein großer Unterschied. So habe ich das nie gesehen. Wir kaufen oft Dinge, die wir nicht brauchen. Weil uns die Idee gefällt? Genau. Das klingt wie meine Situation. Dann warte noch ein bisschen. Aber vielleicht findet er einen anderen Käufer. Das kann passieren. Dann verliere ich die Chance. Oder du kaufst nichts Unnötiges. Auch wahr. Ich habe eine Idee. Welche? Schreib 3 Monate lang jede Fahrt auf. Jede Fahrt? Ja. Wann, wohin und warum. Und dann? Dann siehst du, wie oft du das Auto brauchst. Bei vielen Fahrten kaufe ich das Auto. Und bei wenigen? Dann brauche ich es noch nicht. Das finde ich ehrlich. Weißt du, jetzt bin ich viel ruhiger. Manchmal ist nicht kaufen auch gut. Ich glaube, zuerst kaufe ich einen Notizblock. Für die Notizen?
Nein, für eine Erinnerung jeden Tag triff große Entscheidungen nicht zu schnell. Ja, jetzt klingst du wieder wie du selbst.